Hier ist wieder Kai Steffens und zwar heute mit einem ersten Lehrvideo zum Thema Bluesharp spielen lernen. In diesem ersten Video wird es um die Grundtechniken gehen, nämlich das Halten der Mundharmonika in der Hand, die Stellung der Mundharmonika im Mund und das Einzeltonspielen. Das Einzeltonspielen können wir dann trainieren anhand verschiedener Übungen, die ich euch hier ebenfalls zeigen werde. Steigen wir doch auch gleich ein. Thema Halten der Mundharmonika. Zunächst einmal in der Hand. Ich halte die Mundharmonika laut Lehrbuch in der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und wie ihr sehen könnt, ziemlich locker. Ja, wir wollen ja gar nichts mit Anspannung machen. Alles, was wir machen, bedarf wenig Kraft, auch beim Spielen später. Also in die linke Hand, die anderen Finger hängen locker runter, also ihr seht es schon, Daumen unten, Zeigefinger oben, die anderen Finger hängen so locker runter. Übrigens, die tiefen Töne befinden sich links, die hohen Töne rechts. Wenn ich sie nun so mit der linken Hand halte, nehme ich meine rechte Hand noch dazu, die kommt dann entsprechend von rechts, greift natürlich auch kraftlos nach der linken Hand, nach der Mundharmonika in der linken Hand und wir formen einen Schalltrichter. Das ist so die klassische Haltung laut Lehrbuch. Wenn ich jetzt weiter erkläre, werde ich die rechte Hand wegnehmen, damit ihr besser sehen könnt, wie ich sie dann zum Mund führe. Also, ich führe die Mundharmonika in den Mund, nicht vor dem Mund. Schließe die Lippen, drücke die Mundharmonika etwas weg von meinen Lippen, das mache ich mit den Lippen. Und drücke sie dann, ohne die Lippen zu verändern, mit meiner Hand wieder zurück auf die Lippen. Kraftlos. Nun werde ich sie an dieser Stelle etwas schräg halten. Und ihr seht schon, in dem Moment, wo ich die Mundharmonika schräg halte, geht der Unterkiefer vor und das ist auch gut so. Denn wir wollen ja, dass die Unterlippe am Deckel bleibt. Und zwar sagen wir, dass die Oberlippe und die Unterlippe an den Deckeln aufliegt. Auf den Deckeln, praktisch so. Nicht so. So. Und wenn ich nun, also wie gesagt, wenn ich nun die Mundharmonika kippe und wenn ich das mache, ohne dass der Unterkiefer mitkommt, dann passiert ja das hier, dann verliere ich den Lippenschluss. Ich bleibe also auch mit der unteren Lippe, mit der Unterlippe an der Mundharmonika dran, kippe die Mundharmonika und der Unterkiefer geht mit vor. Dabei lassen wir den Unterkiefer locker hängen. Was nun passiert ist, dass wir einen schönen, voluminösen Mundraum bekommen. Also wir vergrößern den Mundraum, die Mundhöhle. Und das ist auch gut so, das wirkt sich positiv aus auf den Klang, auf den Sound. Jetzt fasse ich nochmal zusammen. So. Das, was wir hier jetzt machen, das ist das Spielen mit dem sogenannten Spitzenmund. Das heißt allerdings nicht, dass wir die Lippen kräuseln, wie beim Flöten. Die werden sonst fest. Wir wollen also, sagen wir mal, die Lippen so formen, als würden wir ein O oder ein Umlaut sprechen wollen. O, Ö, Ö.
Jetzt bleiben sie nämlich noch weich. Ö, ö. Und so passen sie sich dann besser der Oberfläche der Mundharmonika an. Das heißt, sie können besser um einen Kanal herum, um eine Zelle herum abdichten. Und das ist wiederum gut, damit zur Seite keine Nebenluft fließt. Wir wollen die Luft konzentrieren, den Luftstrom konzentrieren auf eine Kanzelle. Wenn wir alles richtig machen, ja, dann kann es trotzdem sein, dass wir einen doppelten Ton hören. Naja, klar, wir haben ja die Kanzellen nah beieinander. Mache ich alles richtig, von der Lippenstellung her, von der Schräge, alles was dazugehört, mache ich alles richtig, kann ich ja trotzdem nicht genau drauf sein auf der Kanzelle, sondern zum Beispiel auf dem Steg dazwischen. Was passiert? Die Luft teilt sich auf und auf die zwei Kanzellen und schon habe ich wieder keinen Einzelton. Und das ist unser Ziel. Was mache ich denn dann? Ganz einfach. Ich schiebe die Mundharmonika leicht ein bisschen hin und her, bis ich dann den Einzelton höre. Aktueller Stand ist also jetzt. Glück gehabt. Aber ich will ja jetzt bewusst mal einen Mehrfachton spielen, um dann einen Grund zu haben, zu schieben. Genau. Wenn das Schieben auch nicht reicht, dann macht die Lippen etwas enger. Etwas enger noch. Und holt sie noch etwas zurück, verbessert noch etwas den Lippenschluss. Also, das heißt etwas mehr zum Ö, solange die Lippen noch weich bleiben. Randrücken, schieben. Und ich verspreche euch, früher oder später werdet ihr, und sehr wahrscheinlich sehr schnell werdet ihr einen Einzelton spielen. Wenn man etwas erklärt auf der Mundharmonika, dann bedient man sich gerne der Buchstaben. Wenn ich zum Beispiel demonstrieren möchte, wie weit ich den Mund aufmache, dann sage ich nicht wie bei einem A, also nicht so weit wie bei einem A den Mund öffnen, auch nicht wie bei einem A, E, sondern ungefähr wie bei einem Ö. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Denn wenn ich die Vokale durchgehe, schließt sich ja immer mehr der Mund. A, E, I, O, U. A, E, I, O, Ö, Ö. Genau. Wenn wir Luft sparen wollen, wenn wir also spielen wollen, ohne unnötig Luft zu bewegen, dann kann man etwas weiteres noch erklären anhand eines Buchstaben wieder, nämlich wie ich die Luft unterbreche, den Luftstrom unterbreche, so dass Luft nur verbraucht wird, fließt in dem Augenblick, wo ich auch einen Ton haben möchte. Ja, und zwar erreiche ich das mit dem D. Ich würde vorschlagen, so schlage ich es meinen Schülern zumindest immer vor, fangt mit dem D an, so wie bei du da. Ja, schaut mal in euch hinein, was passiert, wenn ihr ein du da sprecht. Du da, dann schlägt die Zunge, wahrscheinlich auch bei euch, da gehe ich mal fest von aus, oben an. D, D. Also mit dem zunehmenden Training, mit der Routine, wird auch bei euch sehr wahrscheinlich dieses Anschlagen der Zunge immer weiter hinten stattfinden. Das ist auch gut so. Der Ton
ist schon beim D richtig knackig. Beim G, nämlich bei dem G wie Gogo statt D, Dutta, wird der Luftstrom auch unterbrochen, aber das Ganze klingt etwas weicher. Dieses Unterbrechen des Luftstroms findet dann immer weiter hinten statt. Ja, ich kann ja mit dem D die Luft unterbrechen, mit dem G oder mit dem Kehlkopf. Aber das kommt mit dem Training, das kommt in Zukunft. Genau. In dem Augenblick, wo ich einen Ton spiele, übrigens gilt das alles für den Blaston, ebenso wie auch für den Ziehton, ja? Aber wir fangen mal mit dem Blaston an. Wenn ich den Ton blase und mit dem D unterbreche, werde ich trotzdem während der Unterbrechung diesen leichten Druck, den ich ja benötige, um Luft rauszustoßen, werde ich trotzdem diesen Druck in mir aufrechterhalten. Ich werde nicht jedes Mal, wenn ich einen Ton spiele, wenn ich ihn wiederhole, jedes Mal neu ansetzen, sondern ich erhalte diesen Druck oder eben beim Ziehton den Sog aufrecht. Und jetzt kommt die Zunge ins Spiel. Also passiert Folgendes. Natürlich nicht so fest, so das mache ich, um euch das mal durch das Übertreiben nochmal deutlicher zu machen. Das heißt, der Luftdruck bleibt und in dem Moment, wo die Zunge nach oben geht, entsteht in mir also ein höherer Druck. Der sammelt sich ja an, die Luft sammelt sich ja an und kommt dann stoßweise durch die Mundharmonika, wenn ich die Zunge wieder vom Gaumen entferne. Und nicht so hart, aber doch schon so werde ich jetzt auch mal den Einzelton spielen. Zunächst mal ohne die Zunge, das Antibeispiel sozusagen. Der Ton hat auch da geklungen, wo ich es eigentlich gar nicht wollte. Ich möchte ja mehrere verschiedene Einzeltöne haben oder mehrere Einzeltöne spielen, weil ich die Zunge nicht benutzt habe. Ich kann natürlich auch einfach aufhören zu atmen, aber das macht es nicht leichter. Ich empfehle Folgendes. Das kann ich stundenlang machen und ich werde hinterher nicht erschöpft sein, weil die Luft nur geflossen ist, wo ich den Ton hören wollte. Ich fasse mal zusammen. So weit bis hierhin. Nun geht es ja darum, dass wir dieses Einzeltonspielen trainieren wollen. Lasst euch Zeit. Alles, mit dem man anfängt, ist erstmal anstrengend und man soll es nicht übertreiben. Ihr habt Zeit. So könntet ihr zum Beispiel sagen, ich möchte nicht einmal in der Woche 2 Stunden arbeiten, sondern macht mal jeden Tag was, 5 bis 10 Minuten. Das reicht völlig aus. Während der Pausen, der Übungspausen, ist es so, dass sich das Ganze im Kopf nochmal festigt. Stellt euch das wie im Fitnesscenter vor. Man soll nicht jeden Tag 2 Stunden was machen, sondern die Muskeln sollen sich zwischendurch auch mal erholen, ja, damit die dann auch wieder besser wachsen können. Ich bin kein Fitnesstrainer, ich weiß nicht, ob ich so richtig erkläre, so habe ich damals gelernt, als ich noch Fitness gemacht habe. Naja, gut, okay. Also macht nicht zu viel, macht lieber häufiger was. Aber wenn ihr was macht, dann könntet ihr zum Beispiel die einzelnen Kanzellen durchgehen. Und zwar
Blasen, Ziehen abwechselnd. Und so weiter. Ihr könnt das auf der ganzen Mundharmonika machen, von 1 bis 10, also auf den Löchern, auf den Kanzellen, auf den Kanälen 1 bis 10. Es gibt allerdings dann einen Bereich auf der Mundharmonika, in der man doch am liebsten übt, nach meinen Erfahrungen. Und das ist die zweite Oktave, die eigentlich einzige Oktave, die wirklich eine ist, weil alle Töne vorhanden sind. Manche sagen, die Mundharmonika beinhaltet 2,5 Oktaven, der nächste sagt 3, der nächste sagt 1. Ich sage mal, es gibt 3 Bereiche auf der Mundharmonika, in denen ich Tonleitern spielen kann, aber sowohl im unteren Bereich der Mundharmonika als auch im oberen Bereich der Mundharmonika brauche ich für die Tonleiter Töne, die ich künstlich erzeugen muss, so dass wirklich 8 unterschiedliche Töne, nämlich die Töne der Oktave, 3-mal auf der Mundharmonika spielbar werden. Lasst uns also mal in der mittleren Oktave beginnen, in der zweiten, also in dem mittleren Bereich der Mundharmonika beginnen, nämlich bei 4 Blasen. Wenn ihr da anfangt, guckt nicht auf die Deckel. Ich habe auch Mundharmonikas gesehen, irgendwo fliegt ja auch so eine rum noch, die auf dem Deckel gar keine Zahlen haben. Selbst wenn sie Zahlen haben auf dem Deckel, naja, ihr habt schon mal gelitten, hier seht die Beule. Selbst wenn sie Zahlen haben, kostet das Gucken ja auch immer wieder Zeit. Auch wenn wir uns nicht beeilen mit dem Spielen, so ist es trotzdem verschenkte Zeit, die können wir uns ersparen. Und außerdem müsste ich ja, wenn ich ein Lied spiele, auch immer wieder unterbrechen, um zu gucken, wo muss ich denn hin. Macht es euch leichter? Wenn ihr nun, wie wir es jetzt machen wollen, wenn ihr nun also 4 Blasen sucht, wisst ihr ja schon, das, was wir jetzt suchen, kann kein C-Ton sein. Der Steffens hat ja gesagt, ich soll 4 Blasen suchen. Dann fangt ihr einfach bei 1 Blasen an und sucht euch den Ton. 1 Blasen, 2 Blasen, bis ihr 4 Blasen gefunden habt. Da ist 4 Blasen. Und 4 Blasen, das wäre nämlich das C. Und da fangen wir jetzt an mit Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen. Wir kommen auf 8 Töne. Das würde allerdings so klingen. Klingt nicht nach einer Tonleiter. Nochmal. Das wäre eine Tonleiter. Wenn ich Blasen ziehe und spiele, also Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen, dann habe ich, und ich werde euch hier nochmal auch ein Bild, eine Grafik mit ins Video stellen, dann werde ich haben C, D, E, F, G, H, A, C. Das ist nicht die Tonleiter. Anhand der Grafik, die ihr unten sehen werdet, werdet ihr erkennen, dass wir von 6 zu 7 kommend 2-mal hintereinander ziehen müssen, um die Töne wie bei der Tonleiter zu haben. C, D, E, F, G, A, H, C statt C, D, E, F, G, H, A, C. Ist nun mal so, das ist bauartbedingt, das ist bei dieser Mundharmonika so, bei der diatonisch gestimmten Richter-Mundharmonika. Das ist etwas, was man wissen sollte, wenn man die Tonleiter spielt. Wenn ihr später Lieder spielt, so sehe ich das, dann braucht ihr da gar nicht dran denken. Ihr müsst da nicht dran denken. Aber man sollte wissen, dass es so ist. Also, meine Empfehlung geht so vor wie in der Grafik, nämlich zum einen
von mir aus auch bis 10. Und dann fangt ihr an bei der anderen Variante fangt ihr an bei 4 Blasen. Aber nicht so, sondern von 6 zu 7 kommend zweimal hintereinander ziehen, dann klingt das Ganze so. Und dann nochmal rückwärts. Zum weiteren Aufbau der Mundharmonika ist noch zu sagen, dass wir nicht alle Töne auf unserem Instrument haben. Denn wir hätten hier, und schaut nochmal wieder in die Grafik, wir hätten hier die Töne C, D, E, G und das G sogar zweimal, H, C. Ich werde mit euch darüber sprechen, wie man das macht, wenn wir ja das Bending ansprechen. Das kommt in einem der folgenden Videos. Dann werde ich nämlich mit euch das Bending trainieren. Dann werden wir die Bending-Töne in dem Bereich anwenden, 1 bis 4, C bis C, und werden dann mit Hilfe des Bendings die Töne komplettieren, sodass wir hier auch eine Tonleiter haben oder spielen können. Wie gesagt, wir hätten im unteren Bereich 1 bis 4 die Töne C, D, E, G, G, H, C. Um mehr Stellen oder mehr Möglichkeiten oder häufiger Möglichkeiten zu haben, Bendings anzuwenden, würde ich mich bei den Gs entscheiden für 2 Ziehen. In der dritten Oktave ist es so, dass sie auch nicht komplett ist. Das wäre der Bereich 7 Blasen bis 10 Blasen und da hätten wir die Töne C, D, E, F, G, A, C. Was fehlt, ist das H, der 7. Ton. Ich hoffe, dass hier das eine oder andere Interessante für euch dabei war. Habt ihr Fragen dazu? Schreibt unten rein in die Kommentare. Anregungen, Wünsche, alles reinschreiben. Und wenn ihr meint, dass dieses Video euch was bringt, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das hier bei YouTube, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr außerdem meinen Kanal abonnieren würdet. Ja, das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich dann, wenn wir uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Vielleicht ruft ihr mich einfach mal an. Es gibt ja meine Homepage, da stehen auch sämtliche Kontaktdaten drin. Und die Homepage-Adresse lautet www.bluesharmonica.de. Bluesharmonica mit K wie Kaufmann. Ja, okay, den Rest schreibe ich hier noch rein und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Üben und herzliche Grüße. Bleibt gesund, euer Kai Steffens. Tschüss.